Mein Name ist Rebbe Wünschjes. Ich bin hier Professor für Molekularbiologie und Biochemie an der Hochschule Mittweida und das seit 2009 in der Fachgruppe Biotechnologie und Biochemie. Mein Forschungsgebiet ist im Bereich der Genomik angesiedelt. Also das heißt, wir analysieren Erbinformationen und vor allen Dingen interessiert mich die Dynamik der Erbinformation. Also nicht nur, was kann oder könnte ein Organismus, sondern tatsächlich, was macht er. Und das untersuchen wir an verschiedenen Objekten. Das geht von Biogasanlagen über Krankheitserreger zu Hundezucht, also ein breites Feld, in dem wir uns da bewegen, aber methodisch sind wir immer eigentlich bei der DNA-Sequenzierung und der Analyse der Daten verortet. Die Hochschule Mittweida ist so eine kleine Perle in Sachsen. Wenn ich Kollegen treffe, die sind immer überrascht, was wir hier in Mittweida so machen, obwohl man es auf der Landkarte kaum findet. Und zum Beispiel sind wir die Ersten in Sachsen und mit die Ersten in Deutschland gewesen, die eine neue Sequenziertechnologie eingeführt haben, beziehungsweise angewandt haben. Das ist von einer englischen Firma entwickelt, aber wir waren mit die Ersten, die das anwenden durften. Die sogenannte Minion Nanopore Sequenziertechnologie, und die wenden wir gerade aktiv an in unserer Forschung. Das macht irren Spaß. Und vor einiger Zeit habe ich eine E-Mail von der NASA bekommen. Und ist Gott sei Dank nicht im Spam-Ordner gelandet. Da habe ich da reingeguckt und war ganz überrascht, dass also ein Wissenschaftler von der NASA uns angeschrieben hat, weil die Lucy Löser, meine Doktorandin, eine Publikation veröffentlicht hat darüber, wie man mit bestimmten Bakterien, wie man da Nukleinsäuren rausbekommt. Und das hat die bei der NASA interessiert, weil es dort ein Astrobiology-Projekt gibt. An der Hochschule versuche ich immer, Projekte, die initiiert werden, wenn es geht, zu unterstützen, wenn ich das irgendwie kann. Das jüngste Projekt war gestern, da war vom Studentenrat ein Schwimmwettbewerb, wo ich dann auch mitgemacht habe in einem Team unserer Fakultät, und das hat auch riesigen Spaß gemacht. Ich bin von der ersten Stunde mit dabei beim Spendenlauf für die Tafel zum Beispiel Mittweida. Das wurde mal initiiert 2009, also als ich hier frisch hingekommen bin, und auch mein Kollege Professor Labudde, da hatten wir den ersten Spendenlauf, und der hat auch dieses Jahr stattgefunden und den habe ich da auch mit initiiert. Also meine Forschung findet natürlich im Labor statt, aber ich nehme sie natürlich mit in meine Privatwelt. Vielleicht natürlich nicht das richtige Wort, aber es ist Teil meines Lebens. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, und insofern ist es öfter, glaube ich, bei Wissenschaftlern so, dass sie auch in ihrem Privatleben das Wissenschaftliche immer vor Augen haben. Und in meinem Fall ist es so, ich habe immer einen kleinen Block dabei, wo ich mal eine Notiz mache, wenn mir irgendwas auch gerade so einfällt. Also es ist schon da. Aber ich muss auch sagen, ich versuche mich schon auch zu befreien, manchmal von diesen Gedanken. Und eine Befreiung ist natürlich in der Familie. Das heißt, da erfahre ich dann doch die Ablenkung, die ich dann auch brauche und die auch gut ist. Aber manchmal auch die gemeinsame Freude, wenn ich dann was erzähle über unsere Forschung und versuche, das so klar zu machen. Und dann mein Sport. Und ich betreibe schon, seit ich jugendlich bin, Sport. Also als Grundschüler war ich Basketballer, dann bin ich nicht mehr gewachsen. Dann bin ich gewechselt, habe Fünfkampf gemacht. Und dann, wie das so ist im Studium, man hat weniger Zeit, weniger Gelegenheiten. Im Studium habe ich noch gefochten. Und dann fiel das irgendwie auch mal weg. Und das Laufen ist übrig geblieben. Das Laufen mache ich heute noch. Ich hatte mal eine Phase, wo ich so 1,5 Jahre nicht gelaufen bin. Habe ich dann auch gespürt später. Ich merkte, irgendwas passt nicht, und dann bin ich wieder gelaufen und alles war wieder im Gleichgewicht.